Oh Gott, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist das denn für ein Planet? Krass. Der hat mich ja schon geflasht, aber da ist ja noch einer. Oh, dieser Nachthimmel. Und da ist auch noch ein Mond. Der sieht ziemlich krass nach einem Mond aus. So, den Knotenpunkt haben wir jetzt. Ja, und den anderen, den er beschrieben hat, ich weiß jetzt, wo der ist. Aber den nehmen wir mal nicht so. Wir nehmen mal eine Schnellreise eben. So. Geht ein bisschen fixer. Blub. Naja, lädt ein bisschen, aber geht schneller. Im Großen und Ganzen. So, jetzt sind wir... Mann, ihr könnt diese Karte ja nicht sehen. Das seht ihr jetzt nur an einer Minimap. Ne? Auf jeden Fall sind wir jetzt ein bisschen näher dran im Segment. Ist schon doof. Also was mit der Karte meine ich. Naja. Oh, guck mal, ganz schön viele Sachen zum Einsammeln. Frag mir, wozu die gut sind. Also zum Craften irgendwas bestimmt oder so. Oder einfach zum Verkaufen. Jo. Eine Sache war ja noch irgendwo, ist egal. Auf jeden Fall sind wir wieder beim Osttor angekommen. Und ja. Ich weiß nicht, hat Sadie eigentlich noch was zu melden? Vielleicht noch so ein kleines Dankeschön, obwohl die Mission schon abgeschlossen ist? Könnte ja sein. Können wir mal eben mit dir reden. Hey. Hello. Ja, plaudern. Thank you. Ah, hallo BeyJim, danke, dass du die Sachen abgeliefert hast. Miles hat dich ja in höchsten Tönen gelobt. Das ist wirklich beeindruckend von dir. Er ist gerade auf einer Mission und versucht dir nachzueifern. Wahrscheinlich will er sich wie du als Blade einen Namen machen. Aber er soll bloß auf seinen Skill aufpassen. Als Pilot ist er nämlich noch ein wenig ungestüm. Und man erfährt immer mehr über die ganzen Leute dadurch. Das ist cool. Ich finde, er sollte sorgsamer mit seinen Skill umgehen. Kann er Scales denn nicht denselben Respekt entgegenbringen wie Christopher und ich? Weiß ich nicht. Interessant. Also, ich glaube, so nach und nach werden wir die ganzen Leute wirklich kennen und dann wissen wir auch die Charakterzüge von allen und so. Auch wenn diese Stadt einfach riesig ist. Wir waren ja mittlerweile momentan eigentlich nur im Verwaltungsbezirk. Guck mal, da ist noch eine Quest da. Angehen können. Aber ich glaube, da müssen wir rein, oder? Nee, da steht jemand vor. Christy. Du bist BeyJim, richtig? Ja. Gut, ich habe schon auf dich gewartet. Ich bin Christy. Christy mit K. Klar? Ich bin Managerin für Frontier. Nagi hat mich gebeten, dir alles zu erklären, was du über das Frontier wissen musst. Also wollen wir gleich loslegen? Ja, erklär mal. Ah, guck mal. Ausgezeichnet. Also, denk immer daran, was uns mit diesem Planeten verbindet, ist das Frontier. Und wie mit allen Dingen im Leben braucht man auch hier Hingabe und Neugier, wenn man sich ein wirkliches Verständnis erarbeiten will. Erster wichtiger Punkt: An Frontier-Knotenpunkten werden Datensonden installiert. Davon gibt es allerdings verschiedene Typen. Jeder Sondentyp hat einen anderen Effekt auf seine Umgebung. Also überleg dir gut, welche Art von Sonde du wo installierst. Okay. Oh, und setzt du Sonden des gleichen Typs und Levels in angrenzenden Gebieten, verstärken sie sich gegenseitig. Ich könnte dir jetzt einen langen Sermon abliefern, aber vielleicht probieren wir es lieber mit ein bisschen Learning by Doing. Ah, das mag ich sogar sehr gerne. Okay, eine Forschungssonde, eine Förderungssonde und eine Depotsonde.
Erinnerst du dich noch an die Datensonde, die ihr installiert habt in der Ostort-Steppe? Ja. Gut, dann stimmt mit deinem Ortsgedächtnis ja alles. Falls dich dein Orientierungssinn doch mal im Stich lässt, rufst du mit deinem Com-Nav einfach die Karte auf. Ich empfehle dir mal 2 Knotenpunkte in der Umgebung, die du im Frontier-Nav-Raster miteinander verknüpfen kannst. Du machst dich jetzt auf den Weg und installierst an jedem davon eine Datensonde, okay? Und wenn du das gemacht hast, rüstest du sie auf. Aber nicht einfach nur irgendwie, klar? Ich möchte, dass die Sonden am Ende vom selben Typ sind, damit ihr die Ketteneffekte ausnutzen könnt. Nebenbemerkung: Aufrüsten geht mit dem COM-Gerät. Tippe einfach auf der Karte einen Knotenpunkt an, wo du bereits eine Datensonde installiert hast. Dann gehst du auf Sonde ändern und voilà, schon kannst du den Knotenpunkt mit einer deiner vielen Sonden aufrüsten. Sonden hast du, oder? Also komm, ich gebe dir ein paar Fördersonden mit. Betrachte sie als Geschenk, aber häng das bitte nicht an die große Glocke. Ich bin kein Wohlfahrtsverein. Also, nochmal zum Mitschreiben. Du reist zu den 2 Knotenpunkten, du installierst jeweils eine Datensonde, dann rüstest du deine Sonden zu Fördersonden auf. Und das wär's auch schon. Ist kein Hexenwerk. Sobald du es einmal gemacht hast, kannst du es im Schlaf. Ich glaube, eine haben wir schon abgeschlossen, oder? Lass mich mal gucken. Selbst wenn, ich muss draußen sein, um das zu sehen für die Karte. Ist schon leicht blöd, dass man... Also was heißt leicht blöd? Ist schon recht dämlich... ist schon theoretisch recht dämlich, noch das Gamepad extra aufzunehmen, aber... Es wäre schon recht hilfreich, das mal zwischendurch einzublenden. Aber ja. So, wir müssen das Missionsziel wieder ändern. Wir müssen einfach wieder zu Nagi, ne? Ja. Ah ne, zu Van Damme. Da hoch. Was haben wir hier? Bitte was? Zimmerfarbe? Ist das... Das ist doch nicht unser Zimmer, oder? Ich kann nicht nach unten, also kann ich nur diese 4 Farben, 6 Farben da aussuchen. Trophäe, Tapetenwechsel. Machen wir das mal so. Alles in die gleiche Farbe reinhauen. Also so ein bisschen dunkler gestalten. Ich habe mir die paar Farben. Ich glaube, das lohnt sich noch gar nicht. Galerie. Wandsticker. Ach! Jetzt können wir da Pathfinder ranhauen, die Harrier, Outfitters, Militiators. Ich glaube, wir bleiben momentan nochmal. Warte mal. Einmal ändern, um zu gucken, ob wir jetzt eine Trophäe bekommen. Nee. Lassen wir es mal Blade. Was habe ich gesagt bei den Stickern? Beleuchtung. Wir haben nur Beleuchtung 1. Da kriegen wir bestimmt noch nach und nach neue Sachen. Ah, gut. Ah, das ist Van Damme.
orientiere mich gerade ein bisschen an der Map. Hier waren wir ja schon, ne? Kommen wir hier hin? Abreisegenehmigung für Truppenmissionen erfolgt. Ach, das ist, glaube ich, online, ne? Ja. Wenn du da schon online ein bisschen was anmachst. Damn, losing Nelson's team is a real blow. But the fact we're not the only visitors on this rock is even worse. They made it clear they want all humans dead. For all we know, they may be related to the forces that destroyed Earth and followed us here. Wonderful. I'll report this to Secretary Nagi. See if we can't bolster our defenses. Just one last thing. What the bloody hell is this dancing turnip doing here? He's actually a potato. Tatsu, not turnip or potato. For last time, Tatsu is not food. Now, on behalf of Planet Mira, Tatsu welcome all Earth people and offer a friendly treaty of friendship. Yeah, right. Anyway, we were thinking he could be a good source of general intel about the planet. Exactly how useful that'll be remains to be seen. Oh, don't you worry about a thing. Friend's totally safe now that Tatsu is in town. Tatsu watch over and protect friends, especially weak, pathetic Lindley with her thin, bony wings. You mean my arms? Look who's talking. And who said anything about you coming with us? You can stay here, you greedy, annoying little cabbage. I'm sure there's a salad here that could use you. Matt? Tatsu stay here? Friends would leave Tatsu behind? It's for the best. You said yourself your people are endangered, and the Xenos that captured you might still be out there. You'll be safest here in the city. Agreed. Tatsu got agreed. Friends will want Tatsu along. Friends need Tatsu along. How so? What? Well, that, of course. This planet have many helpful Nopon that Tatsu can talk to. Other Nopon can share information for friends. That might be useful. That right. Most Nopon not like Tatsu. Nopon can be shy. Nopon can be difficult. Most Nopon never trust friends or even talk to friends. But Tatsu? Nopon love Tatsu. Tatsu use smooth talk and winning personality to get friends good info. The tater tot has a point. Uh-huh. More like an ulterior motive, if you ask me. Tatsu perish the thought. Tatsu intentions are pure, Lindley. Pure as snow. Lindley intimidated by Tatsu's strength and smarts, but do not worry, Tatsu is true friend. Strength and smarts, huh? That's really not what I'm worried about here. All right, then it's settled. Small Fry here will accompany you three out in the field. After all, we can use all the info we can get. Seriously? We have to babysit this thing? You're the ones who picked him up. Besides, would you really want to leave him with another team? Maybe not. Unless we were invited to the meal, I mean. See? Already getting along like peas and carrots. He can be your charge, Lynn. Oh, come on, Commander! That's not funny! I've got my hands full out there! This is so unfair. Back me up here, would you, Elma? I'm sure Elma has no objections. Right. As you say, Commander. Done and done. Welcome to Blade, Tater. We'll be counting on you. Yes, sir! And it's a Tatsu. Oh, one thing Tatsu forgot to mention. Nopon are pacifists, so friends need to defend Tatsu, keep extra super safe in any battle. Tatsu VIP diplomat, after all. And why am I not surprised? So much for him watching over and protecting us. Handlungsmission abgeschlossen. Ich mag Tatsu.
Ich mag auch sein Englisch. Das ist leicht verständlich. Auch für mich. Senkrechtstarter. So, Rook, feel like you're starting to get the hang of things? Ja, finde ich cool. Of course you are. You've taken to it like a fish to water, just like Elma and the commander said you would. Just the same, let's review the key points, and I can fill in some extra details. Blade's top priority right now is to secure missing pieces of the Lifehold. You remember that much. Countless people are frozen in the Lifehold. It's the key to restoring humanity. Up until we ran into the Prone, our biggest concern was that wild indigents would stumble on the Lifehold and damage it somehow. But now there's a more pressing threat. Intelligent alien races who are intentionally trying to destroy us. So, our search has new urgency. We need to find and retrieve all of the Lifehold ASAP. And the best way to do that is by expanding the reach of Frontier Nav. The more probes we can install, the wider we can scan, and the faster we can find bits of the Lifehold. So our primary focus going forward should be to travel around Mira installing data probes. As many as we can, as fast as we can. I can't stress enough how important this is. You still with me? Ich weiß nicht, ob das jetzt daher ruht, dass wir Pathfinder gewählt haben, oder ob ich jetzt instinktiv die richtige Fraktion für die ersten Missionen gewählt habe. Weil wir kriegen ja diese Boni auf unsere Division, wenn wir Datensonden legen und alles. Kann ja sein, dass wir jetzt Harrier genommen haben, glaube ich aber nicht, weil diese Premiermission ist die Premiermission und denke nicht, dass wir jetzt Mediator genommen hätten, dass jetzt unsere Primärmission gewesen wäre, in der Stadt klar Schiff zu machen. Versteht ihr? Also ich glaube, wir haben einfach instinktiv einfach mit der ersten Division das Richtige genommen. Versichere Elmar, dass du die Dringlichkeit der Lage begriffen hast. Ja, habe ich tatsächlich. Good. Then let's move on to the other pressing threat that Blade has to deal with. Hostile indigents. There's no real delicate way to put this. Any wildlife that poses a clear threat must be eliminated. The Lifehold is our future, but we can't ignore the present. We still have our duty to keep New LA safe. And sometimes that duty requires enacting coordinated strikes to solve problems before they can do real harm. We're the newcomers here, it's true. And they're usually just out to defend their territory. But sometimes it really is them or us. And we have to make sure it's us. Don't get me wrong. It's not like we run out there and light up anything that moves. Only Blade HQ can choose targets. And they tend to keep them strictly to creatures that pose a significant threat to our survival. In order to contribute to this cause, operatives are asked to form into squads to take on special missions. These squad missions, as we call them, don't get posted to mission control like your other, more typical assignments. Rather, HQ transmits the details directly to all of us at the same time. Basically, they want as many people to know about them ASAP, so they can be taken care of ASAP. I'm sure you can imagine that these missions aren't your run-of-the-mill little fetch quests. It's not the kind of stuff just one or two blades can handle on their own. That's why squads can have as many as 32 members. And it's why we ask members to sign up to a squad beforehand.
We can't have blades playing musical chairs whenever this kind of emergency hits us. But just remember, squad missions are not mandatory. You don't have to drop everything you're doing just to take one on. HQ has no way of knowing what every blade is up to when these missions arise. If you're busy with something else, they'll understand. They need to trust our collective judgment with these things, and, well, so far so good. And I think that about covers the basics, right? Search for the missing pieces of the lifeboat. Install data probes to expand Frontier Nav. And take on squad missions when you can to keep us safe. Got all that? Good. We're counting on you. And briefing adjourned. Thank God. Die Epicness der Musik gerade. Ja, das war cool. Alright, well, it's getting pretty late, isn't it? Yeah, let's call it a night. Oh, Tatsu's so excited to sleep in real bed. Lily can show Tatsu to his room now. Oh, your room is right over there. Oh, it looks perfect size for Tatsu. Wait, what? Tatsu know what that is. That refrigerator. We'll go in there to cool off. I guess you are smarter than you look. Well, Tatsu's not one to brag, but... wait a minute! Tatsu see what Lily did there? Die beiden.